Was würdet ihr sagen, wenn ich euch erzähle, dass ihr euch gerade, ohne es zu merken, in jemand anderen verwandelt? Wahrscheinlich denkt ihr, nee, ich treffe meine Entscheidungen doch selbst. Aber ganz ehrlich, wir werden viel stärker von unserem Umfeld beeinflusst, als wir es glauben. Stellt euch das mal so vor. Wenn ihr den ganzen Tag über einen Fischmarkt läuft, wonach riecht ihr abends? Genau, nach Fisch. Und wenn ihr stundenlang in einem verrauchten Raum sitzt, obwohl ihr selbst nie raucht, woran riecht dann eure Kleidung? Genau, nach Rauch. Und unser Charakter, können sich unsere Gewohnheiten, unsere Sprache, unsere Sicht auf das Leben nicht genauso übertragen wie ein Geruch? Früher hat man gesagt, eine Traube färbt sich, wenn sie eine andere Traube anschaut. Heute nennt man das sozialen Einfluss. Man übernimmt unbewusst das Verhalten der Menschen, mit denen man ständig zusammen ist. Man benutzt ihre Wörter, schaut das, was sie schauen und findet wichtig, was sie wichtig finden. Verbringt ihr also eure Zeit mit Leuten, die ständig lernen, Bücher lesen, an sich arbeiten, dann wächst automatisch auch eure eigene Motivation. Verbringt ihr aber eure Zeit mit Leuten, die nur prokrastinieren und sagen, man lebt ja nur einmal, dann zieht euch dieser Strudel irgendwann mit rein. Denn Veränderung passiert selten von heute auf morgen. Sie passiert durch kleine Zugeständnisse. Erst übernimmt man ein Wort von einem Freund, dann schaut man, was er schaut und irgendwann fühlt sich das Verhalten normal an, das man früher falsch fand. Ein altes Sprichwort sagt, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Die Menschen um uns herum sind wie ein Spiegel, aber dieser Spiegel kann uns in zwei völlig unterschiedliche Richtungen ziehen. Wenn eure Freunde euch zu Fleiß, Ehrlichkeit, Spiritualität und guten Taten ermutigen, ziehen sie euch nach oben. Ziehen sie euch aber in Faulheit, schlechte Gewohnheiten und Zeitverschwendung, dann ziehen sie euch Stück für Stück runter. Heute setzt uns zum Beispiel besonders Social Media einen anderen Maßstab. Ich will viele Freunde, die meisten Follower, tausende Likes. Dadurch glauben wir, wertvoll zu sein. Aber ihr könnt hunderte Follower haben und trotzdem an einem schlechten Tag niemanden finden, der euch wirklich zuhört. Euer Post kann tausende Likes bekommen, aber wenn ihr auf dem falschen Weg seid, ist vielleicht jemand da, der euch ehrlich warnt. Deshalb geht es nicht darum, möglichst viele Freunde zu haben, sondern wenige, aber wertvolle und aufrichtige Freundschaften. Wir brauchen Menschen, die uns nicht nur unterhalten, sondern weiterbringen, die nicht nur an guten Tagen da sind, sondern uns in schweren Zeiten auffangen. Ein einziger, echter, aufrichtiger Freund ist mehr wert als 100 oberflächliche Bekanntschaften. Unser Herr sagt im Koran, ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Aufrichtigen. Und der Prophet, Friede und Segen auf ihm, sagt, der Mensch folgt der Religion seines Freundes. Achtet also darauf, mit wem ihr euch anfreundet. Aber wer ist eigentlich ein echter Freund? Jemand, der alles absegnet, was wir sagen? Jemand, der bei jedem Fehler sagt, ach, ist doch egal. Nein, Leute. Ein echter Freund ist jemand, der euch die Wahrheit sagt, auch wenn es euch nicht gefällt. Jemand, der sagt, das passt nicht zu dir, wenn ihr etwas Falsches tut. Der euch warnt, bevor ihr fallt und euch auffängt, wenn ihr gefallen seid. Ein schlechter Freund dagegen sagt, einmal ist keinmal, das machen doch alle, oder genießt deine Jugend und macht das Falsche damit attraktiv. Erst gibt man ein kleines Zugeständnis, dann wird daraus eine Gewohnheit. Die eigentliche Gefahr ist aber, wenn Fehler irgendwann nicht mehr wie Fehler aussehen. Der Koran beschreibt die Reue am Ende einer schlechten Freundschaft. Hätte doch zwischen mir und dir die Entfernung des Ostens und des Westens gelegen, was für ein schlechter Gefährte du warst. Denkt jetzt mal an die 3, 4 Menschen, mit denen ihr am meisten Zeit verbringt. Machen sie euch zu einem besseren Menschen oder ziehen sie euch runter? Und fragt euch auch, wie beeinflusse ich meine Freunde? Ermutige ich sie zu Gutem oder bin ich derjenige, der ihre Fehler normalisiert? Denn es geht nicht nur darum, gute Freunde zu finden, sondern selbst ein guter Freund zu sein. Denkt dran, wer ihr in Zukunft sein werdet, trägt die Spuren der Menschen, mit denen ihr heute die meiste Zeit verbringt. Achtet bei der Freundeswahl also nicht nur darauf, ob ihr zusammen Spaß habt, sondern auch darauf, zu wem ihr gemeinsam werdet. Zum Schluss noch die frohe Botschaft des Propheten. Der Mensch ist mit dem, den ihr liebt. Hoffentlich sind wir mit Menschen zusammen, die uns im Diesseits genauso wie im Jenseits zur Wahrhaftigkeit und zum Guten führen. Wenn euch das Video gefallen hat, schickt es gerne an Freunde weiter und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.